Eine schwere Sepsis brachte mich für fast 2 Wochen ins Krankenhaus und man fand in der Lunge einen Tumor. Hallo, liebe Abonnenten, liebe Zuschauer, alle, die sich auf diesem Kanal verlaufen haben. Da bin ich wieder nach langer Zeit. Jetzt ist wirklich schon einiges an Zeit vergangen. So lange wollte ich gar nicht warten mit dem nächsten Video, aber es ging nicht anders. Ich hatte eine schwere Sepsis und ich habe viel Glück gehabt, dass ich überhaupt hier noch sitze. Der Sensenmann, der hat nach mir gegriffen. Ich habe den kalten Atem im Nacken gespürt. Und bald wäre es vorbei gewesen. Aber davon erzähle ich euch später im Video. Denn ich möchte gerne erstmal ansetzen, dort wo ich aufgehört habe. Nach der Chemotherapie 3 sollte eigentlich der 4. Teil kommen. Ich wurde aber am anderen Tag überraschend entlassen. Aber musste, nachdem ich die Chemospritzen bekommen habe, musste ich noch 2 Hämoglobin-Infusionen mitnehmen. Ein so Beutel läuft 3 Stunden, also 6 Stunden. Und ich bin dann abends spät wieder zu Hause gewesen. Leider konnte ich meinen Hund Gerda nicht mehr abholen. Es war schon zu spät. Das musste ich dann auf den nächsten Tag verschieben. Und ich bin dann zur Tierpension und die Kleine hat sich so dermaßen gefreut. Die hat mich 4-mal umgeschmissen. Ich war ja sowieso so schwach auf den Beinen. Naja, es ging dann soweit mit meinem Zustand. Über Gesundheit kann man nicht mehr reden. Also mit meinem Zustand, ich bekam ein bisschen besser Luft durch das Hämoglobin, durch die neuen roten Blutplättchen, wo ich dann Sauerstoff dran hatte. Aber das Ganze hielt nicht lange an. Den Montag musste ich zur Blutabnahme und da habe ich mich mehr oder weniger nach Imatra geschleppt. Habe mir Blut abnehmen lassen und die Pflegerin oder Krankenschwester, die war da schon am Gucken und fragte, ob es mir gut geht und so weiter. Und ich habe ihr dann erzählt, was Sache ist. Und danach bin ich wieder nach Hause. Nachmittags bekam ich einen Anruf, dass ich also am anderen Tag hier in Imatra in das kleine Krankenhaus muss. Ich sollte dort Leukozyten und neues Hämoglobin abholen. Ich war dann am anderen Tag den ganzen Tag da. 8 Stunden hat das Ganze gedauert. Habe mich wirklich dahin schleppen müssen. Vom Parkplatz bis ins Gebäude waren nur 20 Meter, aber es kam mir unendlich vor. Gut, danach, als ich die Infusion hatte, bin ich zum Auto gelaufen, wie so ein kleiner junger Gott, als wäre überhaupt nichts gewesen. Und auch das hielt nicht lange vor. Nur ein paar Tage und da ging es wieder bergab. Ja, ich bekam schlecht Luft und alles. Und eine Woche nach der Infusion musste ich dann ins Zentralkrankenhaus wieder. Ich hatte einen Termin für die Knochenmarkentnahme. Diesmal war es aus der Hüfte, glaube ich. Oder aus der Hüftgegend, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich der Ärztin dann gesagt, wie es mir geht. Und sie sagte, gut, wir machen das Knochenmark und danach wirst du noch warten auf die Blutergebnisse und dann sehen wir weiter. Ja, Knochenmarkentnahme war also etwas schmerzhafter als die erste. Und dann musste ich 2 Stunden dort warten, bis die Blutwerte durch waren.
Hämoglobin war schon wieder unten und Leukozyten auch. Und man brachte mich dann auf Station, wo ich vorher war, für die Infusionen. Blut war vorrätig, aber Leukozyten musste man mit dem Kurier aus Helsinki bestellen. Ja, ich habe dann dort gelegen, den ganzen Nachmittag bis abends, habe die Infusion bekommen, bekam abends Fieber, es ging über 38, man gab mir fiebersenkende Mittel, das Fieber ging dann langsam runter bis unter 38 und deshalb konnte ich dann auch entlassen werden. Man sagte mir sofort, wenn das Fieber wieder steigt, Notarzt und zurückkommen. Naja, gut. Ich war dann kurz vor Mitternacht war ich zu Hause. Leider war Gerda die ganze Zeit alleine hier. Und wir sind erstmal noch im Garten gegangen, eine Runde drehen. Ja, am anderen Morgen ging es mir hervorragend, kein Fieber mehr. Das Ganze hielt sich den ganzen Tag, bis auf einmal am späten Nachmittag wurde es mir eigenartig, mir wurde es ganz komisch. Ich habe Fieber gemessen und ja, da ging die Temperatur wieder nach oben. Eine Stunde später, als ich nachgemessen habe, da war ich schon bei 38 und ich glaube 3. Und noch eine Stunde später waren es fast 39. Ich rief sofort in der Tierpension an und fragte, ob sie den Hund holen können. Ich muss sofort ins Krankenhaus. Und mein Kumpel Wille, wir sind mittlerweile befreundet, wir haben eine tolle Freundschaft. Der nahm nach Gerda und hielt sich gar nicht erst großartig auf und ging dann. Ich rief die Ambulanz an, die kamen auch sofort. Man untersuchte mich erstmal, die ganzen Vitalfunktionen, alles, Fieber wurde gemessen und man gab mir erstmal fiebersenkende Mittel. Danach rief man mir ein Kellertaxi, denn wenn man transportfähig ist, dann wird man nicht mit der Ambulanz unbedingt ins Krankenhaus gefahren, sondern mit dem Taxi. Die Fahrer, die sind natürlich in Erste Hilfe ausgebildet, alles. Vielleicht hört sich das für den einen oder anderen blöd an, aber die Fahrt dauert eine halbe Stunde mit dem Taxi. Taxi ist schneller. Und mit dem Krankenwagen wäre das so gewesen, das Kaff, wo ich hier wohne, ist ja nur klein. Man hat ja nicht einen Haufen Krankenwagen. Der Wagen wäre für 3 Stunden mindestens nicht einsatzfähig gewesen bei einem Notfall. Ja, naja gut, auf jeden Fall wurde ich in die Notaufnahme gebracht erstmal, sofort in Quarantäne, wie gehabt. Nochmal alle Vitalfunktionen wurden geprüft, alles Fieber gemessen und die Temperatur hat standgehalten bis dorthin. Danach brachte man mich auf die Station, wo ich also vorher war, wo ich mittlerweile Stammkunde bin. Ja, und es war schon nach 11 Uhr. Die Nachtschwester war eine meiner Lieblingsschwestern, die ist ein bisschen jünger wie ich. Wir haben uns dann unterhalten, ich habe erzählt, was Sache ist, was passiert ist und alles. Und langsam fing das Fieber dann wieder an zu steigen. Mir wurde es kalt ohne Ende. Ich bekam auch noch Hämoglobin. Ich fing wirklich an zu frieren. Ich hatte eine Schüttelfrost, die immer schlimmer wurde. Man stellte die Infusion sofort ab und
überwachte dann Blutdruck, alles, Temperatur, die ganzen Vitalfunktionen. Und die Temperatur stieg, es ging bis auf 40, irgendwann ging es auch rüber. Auf jeden Fall, ich war so dermaßen am Frieren, hatte so dermaßen Schüttelfrost, dass man mir meinen Blutdruck gar nicht mehr messen konnte. Ich war so am Zittern, das Blutdruckmessgerät funktionierte überhaupt nicht mehr, das hat die ganze Zeit getillt. Und man musste mal die Arme festhalten, damit die Messung funktionierte. Ja, mein Herz, ich habe eine Herzinsuffizienz, fing dann auch an zu spinnen. Meine Sauerstoffsättigung ging von 98% auf unter 90. Man versorgte mich sofort mit Sauerstoff. Ich war die meiste Zeit war ich bei Bewusstsein, aber ich kann mich nicht mehr an vieles erinnern. Naja, auf jeden Fall, ich habe noch nie so gefroren, auch nicht in meinem härtesten Winter hier bei minus 38 Grad. Ja, ich habe gezittert, die Zähne klapperten. Die Krankenschwester war die halbe Nacht bei mir, hat aufgepasst und irgendwann gegen 4 Uhr war ich auf einmal weg. Ja, um 5:30 kam ich dann wieder zu mir. Ich weiß nicht, ob ich bewusstlos wurde oder ob ich geschlafen habe. Ich kann es nicht mehr sagen. Das Fieber war runter, aber ich war klatschnass. Das ganze Bett, mein Schlafanzug war alles nass. Die Schwester kam und ich habe ihr das gesagt und sie brachte mir sofort einen neuen Pyjama. Sie brachte einen Haufen Handtücher und wir haben das Bett erstmal abgedeckt, weil ich immer noch am Schwitzen war. Und sie sagte, wenn das Fieber rund ist, haben wir das Bett sofort bezogen. Ja, Frühstück konnte ich vergessen, ich habe gar keinen Geschmack mehr im Mund gehabt. Der Kaffee schmeckte wie eingeschlafene Füße. Und ich war total kaputt und ich wollte nur noch schlafen. Aber ihr könnt mir glauben, bis nachmittags habe ich keine Ruhe bekommen. Alle Stunde kam jemand rein, um nach mir zu schauen, um Vitalfunktionen zu prüfen, zur Blutabnahme. Dann kam der Arzt und die kamen dann nachmittags nochmal. Also ich hätte eine Drehtür einbauen können. Ja. Und ich war so kaputt. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen eingeschlafen bin, ging die Tür auf. Ja. Naja, gut. Ich war wie gerädert den Tag und dann gegen Abend ging es schon wieder los. Ich bekam wieder Schüttelfrost, Temperatur stieg, ich klingelte nach der Schwester, sie kam, maß meine Temperatur, ging, holte Tabletten und das Fieber ging nach ein paar Stunden direkt wieder zurück. Es war nicht so krass wie beim ersten Tag. Gut, am dritten Tag war dasselbe Spiel. Nur klingelte ich sofort, als ich merkte, mir wurde kalt. Und die Schwester brachte auch sofort die Medikamente mit, sodass wir das Fieber im Griff hatten für Tag 3, 4 und 5. Gut, danach war die ganze Sache zu Ende. Ich habe dann die Ärztin gefragt, wie das kommt. Sie sagte, du hast eine Blutvergiftung und wo es herkommt, wissen wir nicht. Es kann eine Wunde an deinem Körper sein, aber du hast keine. Noch nicht mal ein eingerissener Fingernagel. Ich kann mir unterwegs ein paar Bakterien eingefangen haben oder den Hund gestreichelt haben, ja, der im Garten irgendwo gewühlt hat und die Finger nicht gewaschen habe. Es kann so viel gewesen sein, aber wenn das Immunsystem unten ist, dann ist quasi den ganzen Tag Lebensgefahr angesagt. Ja, ich klemmte mir dann nachdem das Ganze gelaufen war, habe ich mir
an der linken Schulter habe ich mir auch noch den Schleimbeutel eingeklemmt. Das war so enorm schmerzhaft, weil ich die ganzen Tage im Bett gelegen habe wie ein Fragezeichen. Und ja, sehr schmerzhaft, und erst dachte ich, es wäre ein Nerv. Man brachte mir dann deshalb auch Schmerztabletten, die ich 2 Tage genommen habe, bevor ich dann merkte, dass das der Schleimbeutel ist. Ich habe das Ganze schon mal gehabt, aber noch nie so heftig. Und da fiel mir ein, dass ich da Kühlbeutel drauflegte und das dann vorbeiging. Ja, das Ganze habe ich dann auch im Krankenhaus gemacht. Habe die Schmerzmedikamente abgesetzt. Und nach 2 Tagen, als das alles raus war aus dem Körper, merkte ich, dass es mir hier in der Brust schmerzt, in der Lunge beim Atmen. Ja, ich konnte also nicht tief einatmen, ohne dass ich einen enormen Stich bekam. Als die Ärztin kam, habe ich ihr das erzählt. Ich sag, als ich mir die Rippe gebrochen habe, war das genau dasselbe. Aber ich habe keine gebrochene Rippe. Ich sag, und als ich meine Lungenembolie hatte, auch dieselben Schmerzen. Daraufhin musste ich sofort zur Computertomographie. Man hat mich dann gefilmt und am Nachmittag kam sie dann zu mir und sagte, dass man einen Tumor in der Lunge entdeckt hat. Gut, was will man mehr? Es kann ja nicht alles glatt laufen. Ja. Naja, ich stand unter Antibiotika die ganze Zeit. Man gab mir, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, sofort Antibiotika wegen dieser Sepsis. Und daraufhin mussten wir auch noch die zweite Chemo verschieben. Sie wurde jetzt um 3 Wochen verschoben, weil ich heute den letzten Tag habe mit der Antibiotika. Naja, gut. Sie sagte mir, dass eigentlich morgen mein Entlassungstag wäre, aber das jetzt nicht mehr möglich ist. Wir müssen nochmal alles genau durchleuchten. Dazu müsste ich in die Röhre, aber da ist enorm viel Betrieb und ich müsste auf einen freien Termin warten, was dann auch 2, 3 Tage noch dauern würde. Naja, die Ergebnisse waren dieselben. Und sie sagte mir, dass sie mich dann einem Lungenfacharzt noch vorstellen wird, dass man mir die Lunge untersuchen wird. Wie ich es schon mal erlebt habe, da geht man mit einer Kamera in die Luftröhre, filmt die ganze Luftröhre und das geht bis in die Lungenflügel. Das gehört nicht gerade zu meinen Hobbys. Und das war bisher die schlimmste Untersuchung, die ich je erlebt habe. Da ist also eine Darmspiegelung, ist ein Spaziergang dagegen. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, damals, das war in einem anderen Krankenhaus, das war in Südsavo. Da habe ich auf einem Tisch gelegen. Um mich herum waren 3 Leute, 2 Schwestern, ein Pfleger. Man hat meinen Kopf festgehalten, meine Arme, und dann ging man mit der Kamera in die Luftröhre rein. Es gab nur eine kleine Betäubung, weil man kann ja nicht alles betäuben, sonst hört man das Atmen auf. Ja. Und ich kann euch sagen, es ist grauenhaft. Man schnappt nach Luft, man versucht Luft zu bekommen, was enorm schwer ist. Die Kamera, die kommt an die Luftröhre dran, das fängt an zu kratzen und ich habe 20 Minuten wirklich da nur gekämpft. Schweißgebadet war ich damals. Und wie ich nach Hause kam,
Da habe ich nur noch geschlafen. Ich war so erschöpft danach. Naja, so eine Untersuchung wird jetzt auch noch kommen. Ja. Es bleibt natürlich abzuwarten, was man da findet. Nach meiner Entlassung bin ich nach Hause und habe meinen Rucksack, den ich schnell noch packen konnte, bevor ich abgeholt wurde, schnell aufs Sofa geschmissen, habe mich ins Auto gesetzt und habe sofort Gerda abgeholt. Ja, also es war enorm schwer, wenn man da so lange rumliegt, sich zu bewegen. Man hat viel Wasser im Körper. Ich bin bei der Pension, bin ich in den Hof gefahren und Gerda hat einen speziellen Platz bekommen. Sie hat im Garten bei den Leuten, hat sie den Zwinger bekommen. Ja, ein schöner großer. Sie konnte also die ganzen Menschen dort sehen, sie konnte sie beobachten. Sie war nicht so alleine, als wenn sie in der Scheune gewesen wäre. Und im Frühjahr ist ja überall Arbeit angesagt, man macht den Garten und alles außer ich. Und da war sie nicht so alleine, die Kleine. Es ist mittlerweile Stammkundin und Lieblingshund bei denen. Man hat sie in das große Gehege gelassen. Da ist ein Hektar großes Areal, was eingezäunt ist. Da war sie mit den Besitzern der Pension, mit denen ihr Hund war sie am Spielen. Ja, die haben sich da so richtig ausgetobt. Ja, man zeigte mir ein Video und ein Bild für die Götter, die Kleine so glücklich zu sehen. Ja, also ich muss sagen, mittlerweile fühlt sie sich doch da sehr wohl, obwohl sie mich auch vermisst. Naja, auf jeden Fall bin ich in den Hof gefahren. Ich sah Gerda sofort. Sie erstarrte, als sie ein rotes Auto sah, schaute, die Ohren nach oben gezogen. Der Ringelschwanz stand senkrecht. Und sie war nur am Schauen. Und ich denke mal, sie war am Hoffen, dass ich das bin. Ja, ich habe mich dann so langsam aus dem Auto geschält, habe mich aufgerichtet und dann sah sie mich. Ihr glaubt gar nicht, was da abging. Ja, sie wollte die Tür aufbrechen, wollte unbedingt raus zu mir. Sie hat sich so dermaßen gefreut. Ich bin dann langsam zu ihr hin. Von der anderen Seite kam dann der Besitzer, Wille, der dann das Türchen öffnet, der sie festmachen wollte. Ja, aber sie hat da so einen Tanz aufgeführt. Ja, sie sprang mich dann an, ich bin direkt umgefallen. Das müsst ihr euch mal geben. Ja, diese Kleine, die hat allein durch ihre Schnelligkeit entwickelt, die so eine Kraft. Ja, ja, sie sprang auf mir rum und dann zog sie mich zum Auto. Ja, mit aller Gewalt wollte sie zum Auto und sie setzte sich sofort an der Hintertür hin und schaute die Tür an. Und als ich sie aufmachte, sprang sie sofort ins Auto. Sie wollte nur nach Hause bei mir sein. Ja, ja, dann sind wir dann nach Hause gefahren. Ja, und ich habe mir gesagt, ich werde sie nicht abgeben. Gerda bleibt bei mir. Ja, ich kann es nicht. Einen Tag war ich ohne Hunde hier in dem Haus. Das war so ruhig. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht mehr ohne Hunde sein.
Ich weiß gar nicht, was ich früher gemacht habe. Ich wüsste auch nicht, was ich machen sollte. Ja. Naja, das war's so in Kürze. Wir werden jetzt abwarten, was kommt. Und dann hoffe ich, dass ich jetzt nicht schon wieder ins Krankenhaus muss. Die Chemo wird übermorgen wieder aufgenommen. Ja, das Ganze dauert immer 21 Tage und dann ist eine Woche Pause normalerweise. Es geht mir schon ein bisschen was besser, aber trotzdem müssen wir das noch weiterführen. Gut, ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt. Bleibt gesund und munter. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Ja, also, bis dann. Hey, hey.